Ich würde mal behaupten, dass Elternschaft einfach sozialisiert eine relativ große Rolle in meinem familiären Umfeld spielt. Also klar, da gibt's die ganz klassischen Fragen von, na, wann ist es bei dir soweit? Äh, als eine transfeminine, nicht-binäre Person, die sich dafür entscheidet, Hormone zu nehmen, ist es natürlich auch so eine Frage von, inwiefern trifft es überhaupt für mich zu oder kann es überhaupt für mich zutreffen? Denn ich falle da tatsächlich einfach aus dem Raster so selbst wenn ich eine Familie gründen würde, falle ich aus dem Raster einer heteronormativen Familienidee. Äh, und ja, und für mich stellt sich halt tatsächlich die Frage, inwiefern es überhaupt machbar ist. Also da gibt es tatsächlich die ganz simple Frage nach einer finanziellen Machbarkeit. Denn klar wäre es jetzt für mich irgendwie an einem Punkt die Möglichkeit, beispielsweise zu sagen, ich ließe Samen einfrieren, wenn ich später mal eine Familie gründen wollen würde. Allerdings übernimmt das beispielsweise keine Krankenkasse, sodass Mensch selbst auf diesen Kosten sitzen bleibt. Und das sind so um die 3.000 bis 4.000 Euro, die ich jetzt beispielsweise nicht unbedingt so berappen kann. Und so, das ist so eine Frage, wenn es um Elternschaft geht, zumindest wenn es um biologisch erzeugte Elternschaft geht, ist es für mich überhaupt eine Option, es auf diese Art und Weise anzugehen oder nicht. Das sind, glaube ich, so die ersten Gedanken, die mir dazu einfallen. Ich sehe da halt zwei Punkte. Auf der einen Seite ist natürlich die Frage der Elternschaft, bei der ich selbst einfach für mich in meiner Lebensplanung, in meiner Lebensidee einfach noch überhaupt nicht an dem Punkt bin, in dem ich über Elternschaft nachdenke. So, es gäbe natürlich Optionen, beispielsweise der Adoption etc., die jetzt keine biologische Elternschaft einschließen. Aber da bin ich tatsächlich einfach auch mit meiner Partnerin noch nicht an dem Punkt, wo wir aktiv drüber nachdenken, einfach weil für uns die Frage auch noch nicht aufgekommen ist. Ja. Andererseits gibt es natürlich weniger auf Elternschaft bezogen, aber mehr auf die Idee von Familie bezogen, beziehungsweise Familie im weitesten Sinne, auch tatsächlich nicht nur Geburtsfamilie, sondern auch Wahlfamilie, Community. Wie geht Mensch einfach mit einem Gedanken um Familienbegriffe oder Community-Begriffe abseits von Verwandtschaftsverhältnissen zu denken? Und das ist für queere Personen natürlich nochmal ein immens wichtiger Gedanke. Und ich sehe da zumindest teilweise auch einfach meine Verantwortung darin, mich um die Menschen, die mir community-mäßig nahestehen, eben auch ein Stück weit mit als meine erweiterte Wahlfamilie mit zu behandeln und Community Care mit zu betreiben. Das jetzt weniger im Sinne von Elternschaft. Ich sehe mich da jetzt nicht in so einer Elternrolle in der Wahlfamilie. Vielleicht später. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach noch zu jung. Who knows? Ähm, aber ja, das Community Building und Community Care als erweiterten Familienbegriff, als Wahlfamilienbegriff ist, glaube ich, für queere Menschengemeinschaften enorm wichtig. Okay. Also auf der einen Seite merke ich natürlich, wenn es jetzt beispielsweise um den Kreis meiner Geburtsfamilie geht, dass da schon einfach ein extremer Wert auf Elternschaft gelegt wird. Also, dass da beispielsweise es darum geht, obwohl ich teilweise selbstständig, teilweise in einem Anstellungsverhältnis arbeite und relativ viel unterwegs bin und auch Aktivismus ziemlich viel Zeit bei mir frisst, dann aber von mir verlangt wird, flexibel für Familienangelegenheiten zur Verfügung zu stehen, mit der Begründung, ich sei diejenige in der Familie, die noch keine Kinder hat und es deswegen tun kann. So, da wird natürlich der Stellenwert von Familie ziemlich eindeutig definiert, also der Stellenwert von Elternschaft. So. Auf der anderen Seite merke ich natürlich, wenn es um ein weiteres soziales Umfeld geht, gibt es die Menschen, die mir sehr nahe stehen, in denen sich sowas wie eine Community, eine Wahlfamilienstruktur relativ organisch von selbst entwickelt und Mensch da einfach schaut, wie denken wir zusammenleben, aber das tatsächlich relativ alltagspraktisch. Also
glaube, das ist einfach eine Sache von mal schauen, wo da die Reise hingeht und wie sich diese Familie oder diese Community irgendwie weiter verändert und wer dazukommt und wer